Kennt ihr das? Man läuft durch die Stadt und sieht dieses eine verlassene Haus. Habt ihr euch noch nie gefragt, wie das wohl von innen aussieht? Wer da mal gewohnt hat oder warum das jetzt verlassen ist? Ich habe mir diese Fragen auf jeden Fall schon mal öfter gestellt. Doch zuerst einmal möchte ich mich vorstellen. Mein Name ist Fridtjof Schlesinger und seitdem ich denken kann, bin ich von Geschichten fasziniert. Als Kind war es mein größter Traum, neue Kontinente zu entdecken. Wie sich später herausstellte, waren dummerweise schon alle entdeckt. Ich musste mir also einen neuen Traum suchen. Über Umwege bin ich dann beim Film gelandet. Aber fangen wir doch mal von vorne an. Wie alle meiner Generation verbringe ich viel zu viel Zeit im Internet. Dort bin ich auch auf die Jungs von Broken Window Theory gestoßen, Till und Marco. Die beiden sind Urbexer, so nennt man Leute, die verlassene Gebäude erkunden. Sie machen über ihre Urbex-Erlebnisse Videos und laden die auf YouTube hoch. Nachdem ich dann alle ihrer Videos geschaut hatte, dachte ich mir, so schwer kann es gar nicht sein und warum machst du das nicht auch? Da gab es nur ein kleines Problem. Wie findet man diese coolen Orte? Doch dann kam mir die geniale Idee. Wieso frage ich die beiden nicht einfach mal? Mit der Hilfe von einem guten Freund, der mir schon ein paar Mal von seinen eigenen Urbex-Touren erzählt hatte und unter dem Vorwand, man könnte ja eine Dokumentation über die Faszination des Dunkeltourismus drehen, fragten wir die beiden einfach mal an. Fridtjof. Die ganze Zeit wieder nur am Videos schauen. Statt die ganze Zeit YouTube zu gucken, kannst du doch einfach mal mitkommen. Ja, wir haben noch einen Platz frei. Wir sehen uns im Balkan. Über Social Media verabredeten wir uns irgendwo im Balkan. Sie würden uns einen Tag vorher einen Treffpunkt schicken. So kam es dann auch. Wir machten uns also auf den Weg ins Nichts. Unser Treffpunkt war ein Rastplatz an der Grenze zu Bosnien. Nach typisch deutscher Manier waren wir viel zu pünktlich da. Rein. So, ganz entspannt. Fahren wir los. Ne? Die Jungs hatten schon den perfekten ersten verlassenen Ort oder im Fachjargon Lost Place für mich rausgesucht. Das Ziel war ein alter Flugzeugbunker direkt an der Grenze zwischen Kroatien und Bosnien. Und was macht man, wenn man einen komplett leeren und verlassenen Flugplatz mit epischen Bergen im Hintergrund ganz für sich hat? Genau, man stellt eine Szene aus einem typischen Actionfilm nach. Und wenn man einen Grafiker kennt, fragt man ihn vielleicht noch ganz lieb, ob er nicht ein paar Explosionen einbauen kann. Ich meine, wie cool ist das denn bitte?
Jedenfalls hätten wir vielleicht nicht so viel Zeit damit verbringen sollen, cool zu sein, sondern hätten erst die Drohnenaufnahmen gemacht, die wir geplant hatten. Denn gerade als wir die Drohne starten wollten, kam dieser nette Wagen hier angefahren und hat uns freundlich mitgeteilt, dass wir zu dicht an der Grenze seien, um mit ihr zu fliegen. Wir mussten also etwas anderes finden, das wir stattdessen drehen konnten. Es musste mindestens so cool sein wie die Vogelperspektive von mehreren Start- und Landebahnen mitten im Wald in den Bergen zwischen Kroatien und Bosnien. Keine einfache Aufgabe. Doch Lukas, unser Tonmeister, hatte die perfekte Idee. Du hast mir mein Auto gestohlen, meinen guten BMW, den hole ich mir wieder. Du wirst es niemals in die Blacklist schaffen, mein Freund. Genau. Ich bin ready. Du hast den Platz in der Blacklist verdient. Moment. Ja, hier links oder rechts? Links. Shit, Alter. Wow, ich habe einen Volvo gewonnen. Nice. So nice. Sauber. Richtig sauber. Mein erstes Rennen auf einem verlassenen Flugfeld. Richtig gut. Ja, war eine tolle Erfahrung, muss ich sagen. Also, ich habe selten jetzt angefangen, mich auszuziehen, aber Vor der Kamera. es ist die erste Erfahrung, erst vor der Kamera auszuziehen. Nach dieser kleinen Spielerei war es also an der Zeit, in die Flugzeugbunker im Berg zu gehen. Mein erster Lost Place. Und dann direkt sowas. Die Decke befindet sich etliche Meter über uns. Logisch, hier haben wir früher auch mal Flugzeuge geparkt. Doch nach den ersten paar Metern im Tunnel sehen wir schon die ersten Anzeichen dafür, dass hier irgendwas nicht stimmt. Früher einmal war das hier die größte Militärbasis der jugoslawischen Volksarmee. Doch jetzt sind die Tunnel versperrt von Trümmern. Ich frage mich, was dieser Ort wohl für eine Geschichte haben mag. Finden wir es doch zusammen heraus. Wir schreiben das Jahr 1957. Wir sind mitten im Kalten Krieg. Tito, der Führer Jugoslawiens, fürchtet sich davor, zwischen den USA und der Sowjetunion zerquetscht zu werden. Sein Traum? Eine eigene jugoslawische Luftwaffe. Doch dafür muss ein atombombensicherer Stützpunkt her. Er bestellt 3 Staffeln MiGs bei der Sowjetunion und startet im selben Jahr noch die Bauarbeiten für den Militärstützpunkt Jelljava. Der Flugzeugbunker soll Platz für 3 Staffeln Kampfflugzeuge und das nötige Bodenpersonal bieten. Dafür werden insgesamt 3,5 Kilometer Tunnel in den Berg gesprengt. Ich glaube, hier geht's weiter. Zumindest kommt Luft raus. Also irgendwo muss da ein Loch sein. Ja, hier ist eine Leiter, die hochgeht. Die ist noch so semi-intakt. Denkst du, es ist ein Fluchttunnel? Könnte sein. Also die geht richtig weit hoch. Man Licht reicht nicht aus. Siehst du denn oben irgendwie Licht? Nee. Okay. Es ist kein Fluchttunnel hoch auf dem Berg. Aber irgendwo muss eine Öffnung sein, sonst wäre nicht so Luft. Wenn, geht's dann um die Ecke. Also ich glaube, ich sehe eine Decke so ein bisschen. Mhm. Und dann vielleicht so einen kleinen schwarzen Bereich. Schade. Geht nicht weiter? Nee, hier ist so ein Ding im Weg. Das ist da schrittmäßig eng, wie wir runterkommen. Also rauf geht. Mitten auf dem Weg finden wir einen Haufen Altmetall. Gespannt versuchen wir herauszufinden, was das wohl mal gewesen sein könnte. Ja, hier wohnen Geister. Zerschmolzen? Ja, also denke ich. Sieht aus wie geschmolzenes Plastik. Vielleicht hat das was mit der Explosion zu tun. War wahrscheinlich ein Transportfahrzeug, Ja. so ein Tanker oder sowas. Und hier ist die andere Seite. Kann man vielleicht sogar noch was lesen, wenn man denn die Sprache sprechen will.
Nach über 11 Jahren Bauzeit wird der Bunker 1968 als fertig erklärt. Der Warschauer Pakt verlagert Truppen in die Tschechoslowakei und Tito bekommt es mit der Angst zu tun. Trotz der gespannten Verhältnisse liefern die Russen die MiGs pünktlich und der Bunker wird bezogen. Das größte geheime Bauprojekt Jugoslawiens kostete geschätzte $6 Milliarden und fasste nach Fertigstellung geschätzte 110 Piloten, 1400 Soldaten der Luftwaffe und bis zu 80 MiG-21 Kampfflugzeuge. Heute liegt alles in Trümmern. Wurde irgendwer probiert aufzuräumen vielleicht und einfach alles hinten hingeschoben? Lustige Geschichte. Es gibt tatsächlich Leute, die lassen Orte aufräumen. Also Fotografen machen das. Ja, aber es gibt auch Leute, die das einfach so machen. So als Calling, so ich möchte hier wieder Ordnung schaffen. Ja, die können es nicht ertragen, dass das alles so zerstört ist und sich selbst überlassen. Und die kommen dann wirklich mit Putzequipment, putzen Graffitis weg. Die kehren Scherben zusammen. Und natürlich Fotografen in erster Linie, um ihr Motiv ganz pristine zu haben. Aber auch Leute, die einfach... Gibt es auch einen Begriff für die, oder? Die haben so Wittler. Wittler. Oder Leute mit Putzpigment. So, genau, das ist genau das. Am 4. Mai 1980 stirbt Josip Broz Tito. Ohne seinen Führer, der das Land mit eiserner Hand zusammengehalten hat, fängt der Vielvölkerstaat an, auseinanderzubrechen. Am 25. Juni 1991 erklären sich Kroatien und Slowenien als unabhängig. Da sich die unterschiedlichen Volksgruppen nicht einigen können, wem welches Gebiet gehören soll, verfällt das Land in einen Bürgerkrieg. Die Militärbasis Đeljevo liegt in einem im Krieg sehr stark umkämpften Gebiet, der Krajina. Die im Bunker stationierte jugoslawische Volksarmee besteht hauptsächlich aus Serben, die einen so wichtigen Stützpunkt nicht den Kroaten überlassen wollen. Mit dem Rückzug aus der Krajina bombardierten die MiGs also ihren eigenen Stützpunkt. Doch sie können von außen nur die Start- und Landebahnen bombardieren. Der Bunker an sich ist so stabil. Genauso wie Jugoslawien wird er schlussendlich von innen zerstört. Im Inneren des Berges werden knappe 56 Tonnen Sprengstoff angebracht. So wird Titos Traum schlussendlich gesprengt. Zu unserer Überraschung ist es draußen auf einmal dunkel geworden und ich merke, wie schnell man die Zeit vergessen kann, wenn man die Vergangenheit bereist. Meine erste Urbex-Erfahrung macht mir Hunger auf mehr. Doch erstmal gilt es, den tatsächlichen Hunger zu stillen, denn bei all dem ganzen Erkunden sind wir noch nicht zum Essen gekommen und mein Magen beschwert sich schon lauthals. Wir dachten eigentlich, wir könnten ganz entspannt unser Lager direkt vor dem Eingang zu den Bunkeranlagen aufschlagen. Doch leider kam derselbe Streifenwagen nochmal vorbei und wies uns freundlich darauf hin, hier bitte nicht zu übernachten. Das würde seinem Vorgesetzten nicht so gefallen. Der junge Polizist war so freundlich und gab uns bis Mitternacht, um unser Abendessen zu Ende zu bringen. Doch dann sollten wir uns bitte einen anderen Ort zum Schlafen suchen. Er empfahl uns ein gutes Hotel in der Nähe. Aber es gibt wohl kaum ein Hotel, das so viele Sterne hat wie der Nachthimmel. Wir fuhren also einfach 1, 2, 3 Straßen weiter und schlugen dort unsere Zelte auf. Heiß. Mir sind all meine Armhaare weggefackelt. Weg. Wer weiß, wann es nächstes Mal was gibt. Am nächsten Tag geht die Reise weiter. Das Ziel: Sarajevo, die Hauptstadt Bosniens. Um genauer zu sein, der Berg Igman. Dort befinden sich die Überreste der Olympischen Winterspiele von 1984. Die liefen zu einer Zeit im Fernsehen, als meine Eltern noch zur Schule gingen. Jetzt hatten wir endlich die Möglichkeit, unsere Drohne auszupacken. Vielleicht könnt ihr uns sie entdecken. Unglaublich, wenn man sich vorstellt, dass es zur Hochzeit hier mal so ausgesehen hat. Start number 50, Jens Weisflog, German Democratic Republic. Jens Weisflog, a slight 19-year-old East German, caps off a World Cup winning streak with a gold medal in the 70-meter jump. Weisflog's rival is 20-year-old Matti Naikanen of Finland. Today Naikanen settles for the silver, but he will face Weisflog again on Saturday in the 90-meter jump.
Nearly a week has passed since East Germany's Jens Weissflog edged out Matti Nykänen of Finland in the 70-meter jump. Today, in the 90-meter event, Nykänen will have a chance to even the score. Nykänen is successful. He wins the gold. Auf dem Grund des Tales steht das Siegertreppchen. Genau hier standen Jens Weissflog und Matti Nykänen vor ungefähr 37 Jahren. Auf genau diesen Stufen wurden sie mit der Medaille geehrt. Wie muss es sich wohl angefühlt haben, hier zu stehen und von der Menge für die grandiosen Erfolge bejubelt zu werden? Ob sich heute noch irgendwer an die Namen der Sieger erinnern kann, die hier einst durchs Tal halten? Wir schreiben den 2. Mai 1992. Nach vorherigen kleinen Eskalationen zwischen Serben und Bosniern verhängen die serbischen Einheiten eine offizielle Blockade von Sarajevo. Historiker bezeichnen es als die längste Belagerung der modernen Geschichte. Zwischen April 1992 und Dezember 1995 verlieren geschätzte 100.000 Menschen ihr Leben, 2,2 Millionen ihre Heimat und bis zu 50.000 Frauen werden vergewaltigt. Die Straße am Berg Igman war einer der Schlüsselpunkte für die Versorgung der Stadt. Diese Gegend war also besonders umkämpft. Der Einsatz der United Nations Protection Force wurde unter anderem von diesem Gebäude hier geleitet. Doch bei meiner Recherche finde ich fast gar keine Details über die Einsätze und die hier stationierten Soldaten. Die Angriffe der Luftwaffe sind gut dokumentiert, doch die Bodentruppen werden immer nur beiläufig und grob erwähnt. Im offiziellen UN-Archiv ist der Ordner über den Berg Igman als Security Level Confidential eingestuft. Auch vor Ort finden wir kaum Hinweise, wenn man von den großen Buchstaben außen absieht. Wir beschließen also, die alte Sprungschanze hochzuklettern. Der Ausblick von hier oben ist atemberaubend. Heute sind die Sprungschanzen eine Touristenattraktion. Man trifft hier oben so allerlei Leute, die für ein Bild posieren. Sogar ein paar ganz besondere Models. Doch die Skisprungschanzen sind nicht das einzige Relikt aus der Olympiazeit. Ganz in der Nähe befindet sich das ehemalige Olympiadorf. Nach den Olympischen Spielen wurde es zu einem Luxushotel für Wintersportler umfunktioniert. Das Hotel wurde von dem Architekten Ahmet Čović geplant. Obwohl es sehr geometrisch und schon fast brutalistisch aussieht, erinnert es Architekturexperten an die dinarischen Alpenhäuser Bosniens. Im Inneren verwendete der Architekt viel Holz und traditionelle Holzbearbeitungsmethoden, was den gigantischen Räumen eine gemütliche Atmosphäre verlieh. Heute sieht es jedoch etwas anders aus. Auch das Hotel blieb nicht vom Krieg verschont. Am Anfang des Krieges diente es der VRS, also den bosnischen Serben, als Basis. Diese ließen es verkommen. Doch der Höhepunkt der Schäden am Gebäude war das Feuer im August 1993. Manche Quellen schieben die Schuld auf die VRS-Kämpfer.
Sie sollen angeblich auf ihrem Rückzug das Feuer gestartet haben, um der UN diesen Stützpunkt zu verwehren. Später im Krieg diente es den französischen UN-Soldaten als Stützpunkt. Gegen Ende des Krieges blieben nur noch die Ruinen über, die wir heute sehen können. Jetzt habe ich schon so oft den Krieg angesprochen. Aber was war das denn überhaupt für ein Krieg? Ich habe zumindest in der Schule noch nie was von Jugoslawien oder irgendwelchen Kriegen dort gehört. Hier einmal die Kurzfassung. Es gab da so einen Marschall, der hat sich Tito genannt und gegen die Nazis gekämpft. Darum mochten den noch alle. Der hat dann Jugoslawien hinter sich vereint und später mit eiserner Faust regiert. Doch wie alle Diktatoren starb der irgendwann und dann stand das Land ganz schön dumm da. Denn irgendwie hat er sich nicht so richtig um seinen Nachfolger gekümmert. So nach dem Motto, nach mir die Sintflut. Jedenfalls ist dann der Vielvölkerstaat auseinandergebrochen. Das wäre an sich auch nicht allzu schlimm gewesen, wenn sich alle darauf hätten einigen können, wo genau die neuen Grenzen liegen sollen. Es gab dann viel Hass, Nationalismus, Völkermord und so andere Kriegsverbrechen. Dabei hat sich keine Seite mit Ruhm bekleckert. Im Balkan gab es also fast die kompletten 90er irgendwo immer Krieg und Unruhen. Das, was damals passiert ist, war wirklich grauenhaft. Die serbischen Paramilitärs töteten beispielsweise alle männlichen Muslime in Srebrenica. Auch die Kinder. Das waren 8000 auf einmal in nur einer Stadt. Die 400 vor Ort stationierten Blauhelme können nur zusehen, wie die Männer und Jungs von ihren Familien getrennt und dann reihenweise erschossen werden. Eine andere beliebte Terrorwaffe war die systematische Vergewaltigung muslimischer Frauen. Mit diesem Terror konfrontiert, flüchteten viele ins Ausland. Bis Ende des Krieges waren es mehr als 2 Millionen. Viele von ihnen landen schlussendlich in Deutschland. Mit den Bildern aus Sarajevo und den Geschichten der Flüchtlinge konfrontiert, beschließt die UN, mehr als nur ein paar Blauhelme zu senden. Nach noch mehr Grauen und Blutvergießen wird sich endlich auf einen vorläufigen Frieden geeinigt. Doch bis heute sind in Bosnien UN-Truppen stationiert, um diesen Frieden zu wahren. Am 6.9.1992 starteten die bosnischen Serben einen großen Angriff auf den Berg Igman und somit auf den einzigen Versorgungsweg Sarajevos. Die Verteidiger der Stadt konnten den Angriff gerade so abwehren. Beide Seiten hatten schwere Verluste zu beklagen. Seit Ende des Krieges kommen Menschen aus ganz Bosnien-Herzegowina an diesem Jahrestag zusammen, um den Gefallenen zu gedenken. Was ein Zufall, dass wir gerade an dem Tag am Hotel Igman waren. Die ganzen Menschenmassen waren übrigens eine totale Überraschung. Als ich morgens noch relativ leicht bekleidet aus dem Zelt geklettert bin, stand mir auf einmal eine ältere Frau mit Kopftuch gegenüber. Ich weiß nicht, wer von uns beiden mehr verwundert war. Nachdem immer mehr Menschen an uns vorbeigegangen waren, beschloss ich, der Sache mal auf den Grund zu gehen. Unten am Denkmal angekommen, blicke ich erstaunt auf eine Menge Menschen. Hunderte haben sich versammelt und stehen um das Denkmal herum. Aufgeregt frage ich eine Gruppe junger Menschen mit Shirts, auf denen das Wort Team steht, was das hier gerade sei. Nachdem mir klar wurde, dass es sich um eine Gedenkfeier für die Gefallenen des Krieges handelt, schnappe ich mir meinen Kameramann, der sich gerade hinter seinem Zelt die Zähne putzte, und wir stürzen uns ins Geschehen. Freundlich fragen wir einen der Organisatoren, ob wir hier drehen dürfen. Zum Glück sehen wir mit der Kamera unglaublich professionell aus, was wir ja natürlich auch sind. Glauben zumindest die Jungs von Broken Window Theory. Da man uns für ein Team eines deutschen Fernsehsenders hält, werden wir freundlich begrüßt und dürfen uns die ganze Veranstaltung frei über durch die Reihen bewegen. Ich verstehe zwar nicht, was gesagt wird, aber die Stimmung geht mir schon nahe. Nachdem alle ihre Kränze abgelegt haben, gehe ich auch nach vorne, um den Gefallenen die letzte Ehre zu erweisen. Mir kullert sogar eine kleine Träne die Wange runter. Ich muss an die Unmengen von Namen denken, die dort stehen. Alle diese Männer hatten eine Familie. Eltern, die sie jetzt vermissen. Frauen, die abends alleine einschlafen. Kinder, die nie ihre Väter oder Großväter kennenlernen konnten. Denn der Krieg ist noch nicht allzu lang her.
Die Kämpfe haben ungefähr in dem Jahr aufgehört, in dem ich geboren bin. Ein Katzensprung. Während der Dreharbeiten wird unser Kameramann auf einmal auf Deutsch angesprochen. Einer der Trauernden war als Flüchtling in Deutschland und ist bereit, uns ein Interview zu geben. Mein Onkel ist hier verstorben. Das waren die ersten Kämpfe hier 1992, verstehst du? Ich war in Deutschland damals, als er verstorben ist. Ich war ja 10 Jahre war ich alt, als er verstorben ist im Krieg. Hast du als Kind viel von dem Krieg mitbekommen? Den Anfang. Den Anfang. Wir sind ungefähr, weil mein Vater hat in Deutschland gearbeitet, dann sind wir im Sommer 92 sind wir nach Deutschland. Ich mag mir ungefähr den Anfang, als die Serben in Chaplin unten, wie sagt man jetzt? Einmarschiert? Einmarschiert sind, genau. And they were all our neighbors. That was the shocking part, you know. Growing up as a child, not understanding why are they doing this? You know, you grow up in the neighborhood of majority different cultures and different, religions, and we didn't point who you are, what you are then. And then the war happened, then that's when they started like pointing out, oh, this is you and that's you, distinguishing you by what your religion is. And my dad. Well, my mom's saying the religion is not really much the problem of the war. It was the politician that caused it. Milosevic, Dodik, Izetbegovic, Čović, together same. Die Hauptverantwortlichen für die Eskalation sind 2 große Nationalisten, Slobodan Milosevic und Franjo Tuđman. Milosevic ergreift die Macht nach Titos Tod und träumt von einem großen Jugoslawien, vereint unter ihm. Tuđman ist ein ehemaliger General Titos und träumt von einem großen Kroatien, wie zur Zeit der Ustaša. Er glaubte von ganzem Herzen an die nationalistischen Ideale und hetzte mit aller Macht gegen alle nicht-kroatischen Volksgruppen. Milosevic begriff recht schnell, dass er Jugoslawien nicht unter sich vereinen konnte. Sein neues Ziel war ein großserbisches Reich mit ihm an der Spitze. Historiker glauben, ihm ging es eher um Macht als um den wirklichen nationalen Gedanken. Die beiden trieben die Volksgruppen durch Hetze und nationalistische Feindbilder hin zu Angst und dem Hass gegenüber allem Fremden. Daraus entstand eine der blutigsten Auseinandersetzungen nach dem Zweiten Weltkrieg. Genau. Das sind alle die Leute, die hier geschrieben sind alle hier verstorben im Krieg. Bei den ersten Kämpfen. Ist das für euch ein Trauertag oder ist das für euch ein Feiertag? Ja, klar. Trauertag. Feiertag. Die Trauer ist hier noch deutlich spürbar. Nach den großen Reden treffen sich die Angehörigen, um gemeinsam mit Musik und leckerem Essen Geschichten auszutauschen. Es ist schön, mit eigenen Augen zu sehen, wie positiv mit der Trauer um die Gefallenen umgegangen wird. Man empfängt uns mit offenen Armen. Zwar sprechen die wenigsten Englisch, doch das hält sie nicht davon ab, uns mit einzubeziehen. Am nächsten Tag beschließen wir,
uns das Hotel nochmal anzuschauen. Nun sehe ich das Gebäude definitiv mit anderen Augen. Ich frage mich, wie es sich wohl angefühlt haben muss, hier zu sitzen, in der Unterzahl und umgeben von Feinden, die mich für etwas hassen, für das ich nichts kann. In der Schule haben wir nicht wirklich viel über die Jugoslawienkriege beigebracht bekommen. Ich bin froh, erst nach der Reise mehr über die Grauen herausgefunden zu haben. Während ich also durch das Hotel laufe, stelle ich mir vor, einer der Soldaten gewesen zu sein und spiele im Kopf Krieg. Zum Glück habe ich niemals wirklichen Krieg erfahren müssen. Wenn ich an Gefechte denke, dann sind es welche mit Spielzeugpistolen. Zwischen mir, meinen Brüdern und unseren Nachbarn. Danach haben wir uns immer in den Garten gesetzt und zusammen die Kekse unserer Eltern gegessen. Nicht vergleichbar mit dem echten Leben. Leider war es jetzt an der Zeit, sich von Marco und Till zu verabschieden. Und wie geht es besser als mit einer Runde Frisbee? Ganz in der Nähe lässt sich eine weitere Ruine aus der olympischen Vergangenheit Sarajevos entdecken. Auf dem Weg zu unserer nächsten Location können wir uns diese also nicht entgehen lassen. Es handelt sich um die Bobbahn. Hier fanden die Bobrennen der Olympischen Winterspiele statt. Genauso wie die Skisprungschanze wurde die Bobbahn bei der Belagerung von Sarajevo zerstört. Heute ist sie voll mit Graffiti und eine Touristenattraktion. Neben der Strecke führen beschilderte Wanderwege die Touristen bis ins Tal. Die Bahn, durch die früher Bobs mit unglaublichen Geschwindigkeiten herunterjagten, wird nun von Touristen zum Wandern benutzt. Manche fahren ja auch mit dem Fahrrad durch. Jetzt war es an der Zeit, Sarajevo hinter sich zu lassen. Unser nächstes Ziel lag weit im Süden. So weit im Süden, dass wir noch einen kleinen Zwischenstopp machen mussten. Wir sind also wieder am Anfang angekommen. Das hier ist übrigens ein Krankenhaus. Besser gesagt, es sollte mal eins werden. Aber nach dem Krieg war kein Geld mehr da, um es fertigzustellen. Doch wir machen uns jetzt weiter auf den Weg in den Süden. Seht ihr die Berge da hinten? Da mussten wir lang.
Das klingt an sich erstmal ziemlich cool, bis man auf eine quasi einspurige Bergstraße trifft. Kurve. Und jetzt fängt der schlimme Teil an. Jetzt geht's richtig. Oh, fuck. Die halten da einfach. Ja, lass sie doch. Kacktouristen. Nee, weil du wünschst damit nicht dem Gegenüber. Das war knapp, das fand ich nicht nice. Entspannt. Ja gut, du bist auch nicht langsamer geworden. Jetzt habe ich ein bisschen viel gemerkt, dass ein Auto kam. Da war Ich werde auf der Fläche. ich hab's nicht gesehen. Das war der most obvious Gegenverkehr aller Zeiten. Digga. Ja. Nach dem Bergstraßenfiasko sind wir endlich am Ziel angekommen. Zwischen den Bäumen versteckt sich ein Bunker. Hier war einst ein Teil der Seemacht Jugoslawiens stationiert. Die Tore sind aus Maschendraht, der mit Steinen aus Styropor belegt ist. Geschlossen sind sie aus der Luft fast unsichtbar. Bei den Schiffen handelt es sich offensichtlich nicht um diese Seemacht. In den Bunkern waren damals nämlich U-Boote stationiert. Das hält mich trotzdem nicht davon ab, mir die Schiffe mal genauer anzusehen. Bei meiner Recherche habe ich nicht viel über die Bunker finden können. Naja, abgesehen von einer Webseite, deren Verfasser es sich zur Aufgabe gemacht hat, in allen U-Boot-Bunkern des ehemaligen Jugoslawiens zu schwimmen. Das gibt zwar amüsante Bilder, aber keine wirklichen Infos über die Vergangenheit. Vor Ort versuchen wir mehr herauszufinden. Die meisten Gänge im Bunker sind zubetoniert. Doch nach etwas Umherlaufen finden wir einen, der uns durch den Berg auf die andere Seite führt. Hier kann man übrigens noch mal gut sehen, wie effektiv diese Art der Tarnung ist. Von draußen ist nichts zu sehen, also nur ich, wie ich mich aus dem kleinen Loch zwänge. Am Hinterausgang ist ein kleiner Trampelpfad. Unsere Neugier ist geweckt. Wir kämpfen uns also durch den Dschungel. Und es lohnt sich. 500 Meter weiter liegen 2 alte Kriegsschiffe vor Anker. Wir betreten die Schiffe mit Vorsicht. Auf dem Weg hierher sind wir an Schildern vorbeigekommen, die uns vor dem Weitergehen warnten. An sich ganz normal für einen Lost Place. Doch dieses Mal ist etwas anders. Zu Beginn unserer Wanderung kam ein Mann mit einem kleinen Boot an uns vorbeigefahren und brüllte zu uns rüber: "Hi guys, are you NATO?" Woraufhin wir, etwas schockiert von der Konfrontation, erklärten, dass wir Touristen seien und uns die U-Boot-Bunker anschauen wollten. Wir kämen also nicht von der NATO. Er antwortet nur ganz trocken: "Good, because if you were NATO, I'd have to kill you." Dann erzählte er sei Ex-Militär und nur ein paar hundert Meter weiter stationiert gewesen. Hier sei noch eine aktive Militärbasis und wir sollten aufpassen, wie weit wir dem Weg noch folgen. Das mit der NATO sei übrigens ein Witz gewesen. Er mache das öfter, um Touristen zu erschrecken. Die Militärbasis sei aber wirklich da und er betonte nochmal, unbedingt aufzupassen. Die würden da keinen Spaß machen. Wir dachten, die Schiffe liegen an einem verlassenen Militärgebiet. Doch sei nur ein Teil verlassen. Ein paar hundert Meter weiter die Küste entlang sei noch Militär stationiert. Im Schiff angekommen, kann ich es nicht lassen, alle Schalter, die ich sehe, einmal zu betätigen. Zum Glück geht nirgendwo etwas Lautes an. Nach der Warnung von gerade gehen wir schon angespannter als bei den anderen Orten durch das Schiff. Die dicke, heiße Luft legt sich stumm und schwer auf mich.
Durchgeschwitzt bin ich schon nach dem ersten Atemzug. Angespannt, aber dennoch neugierig, gehe ich von Kajüte zu Kajüte. Dort finde ich unter anderem noch alte Hefte, voll von offiziell aussehenden Stempeln und mit Unterschriften von wahrscheinlich wichtigen Leuten. Jetzt scheinen sie keinen Wert mehr zu haben. Leider beherrsche ich die Landessprache nicht. Die Bücher behalten ihre Geheimnisse also für sich. Eine alte Schreibmaschine weckt mein Interesse ganz besonders. Ich wollte als Kind immer so eine haben. Die hier funktioniert leider nicht mehr. Wie so vieles an den verlassenen Orten. Das gerade war ein Teil der Müllflüsse Bosniens, die Drina, die über der Save in die Donau mündet. Die Drina ist voll von Müll, der nur von einer kleinen Kette schwimmender Fässer zurückgehalten wird. Sie ist einer der wasserreichsten Flüsse Bosnien-Herzegowinas und extrem wichtig für die Energiegewinnung. Eigentlich gilt sie als Naturparadies, doch auch hier hat der Mensch es geschafft, seine Spuren zu hinterlassen. Das Kraftwerk Hidroelektrane na Drini nahe der Stadt Visegrad wurde Anfang Januar 2021 von den Müllmassen fast zum Stillstand gebracht. Nur durch Freiwillige aus dem Ort konnte der Fluss vor dem Kraftwerk so weit freigeräumt werden, dass die Stromproduktion weitergehen konnte. Bosnien-Herzegowina zieht seinen Strom jedoch nicht nur aus den Wasserkraftwerken an der Drina. In Tuzla steht eines der vielen Kohlekraftwerke der Region. Ganz in der Nähe finden wir einen paradiesischen Anblick. Das kristallklare Wasser zieht mich magisch an. Am liebsten würde ich einfach hineinspringen. Doch am Rand stehen Schilder, die einem vor dem Baden warnen. Dieser See ist ein Rückhaltebecken für das Kraftwerk ganz in der Nähe. Die Rückstände, die bei der Verbrennung von Kohle entstehen, werden mit Wasser vermischt und in den See gepumpt.
Was für uns Deutsche absurd klingen mag, da es bei uns längst verboten worden ist dort noch komplett legal. Wir befinden uns nämlich nicht mehr in der Europäischen Union und von Naturschutzgesetzen hat man hier noch nichts gehört. Das hochalkalische Wasser hat zwar eine schöne Farbe, enthält aber viele giftige Stoffe, die ohne Probleme bis zum Grundwasser durchsickern können. Wenn die Schlake im Sommer anfängt zu trocknen, dann weht Staub voll von extrem giftigen Schwermetallen durch die Luft. Am See spüre ich schon ein Kratzen im Hals. Tuzla gehört zu den Städten mit der größten Luftverschmutzung. Auch die Lungenkrebsfälle sind hier erstaunlich hoch. Ein direkter Zusammenhang zwischen Krebs und Kraftwerk lässt sich nur schwer beweisen. Die WHO bestätigt aber, dass Luftverschmutzung ein großer Verursacher von Krebs sein kann. Doch Bosnien-Herzegowina hat noch mehr zu bieten als Umweltverschmutzung. Während des Krieges wurden hier auch Abertausende von Landminen vergraben. Die ehemaligen Minenfelder bleiben von Menschen unberührt. Die Natur kann sich also sehr viel Land zurückholen. Auch einer der letzten Urwälder Europas befindet sich in Bosnien-Herzegowina, der Peručica-Urwald. Er ist ein Teil des Sutjeska-Nationalparks und wird nicht grundlos die Lunge Europas genannt. Viele der Bäume sind über 300 Jahre alt. Große Teile des Waldes sind so dicht, dass sich schon lange kein Mensch mehr dorthin verirrt hat. Was ihn auch vor der extremen Verminung verschont hat. Selbst während des Krieges schienen die Menschen das Naturschutzgebiet gemieden zu haben. So bietet der Wald immer noch vielen Tieren und Pflanzen einen geschützten Rückzugsort. Durch die Erderwärmung werden die Sommer immer heißer und trockener. Kurz gesagt, die perfekten Voraussetzungen für Waldbrände. Dieses gigantische Feuer lag auf unserem Weg zur nächsten Location. Auch die Wälder Bosnien-Herzegowinas bleiben nicht verschont. Laut der Europäischen Vereinigung für Waldbrandinformation gab es dort im Jahr 2020 340 Waldbrände, bei denen geschätzte 1107 Hektar Wald zerstört wurden. Eine Fläche, die ungefähr so groß ist wie 2/5 des Saarlandes. Unser kleiner Freund die Schlange hat die ganze Feuersache übrigens unbeschadet überstanden. Der Peručica-Urwald wurde bis jetzt von den Bränden verschont. Zu unserem Glück, da wir ganz in der Nähe unser Camp aufgeschlagen hatten, um einem Geheimtipp von den Jungs von Broken Window Theory nachzugehen. Der Sonnenaufgang am Tjentüşte-Denkmal. Das Tjentüşte-Denkmal ist eines der vielen brutalistischen Denkmäler am Balkan. Und perfektioniert für geniale Sonnenaufgangsbilder. Der Tipp der Jungs hat sich meiner Meinung nach absolut gelohnt. Während der Reise sind mir dann doch noch ein paar Fragen eingefallen, die ich den beiden stellen möchte. Immerhin haben wir ihnen gesagt, wir machen eine Dokumentation. Nicht, dass sie noch merken, dass wir eigentlich nur auf ihre coolen Orte und ein Abenteuer aus waren. Wir treffen uns also in der Villa Izvor. Einer der vielen Villen Titos, dem Gründer Jugoslawiens. Diese hatte den Codenamen Villa 99 bekommen. Sie wurde zwischen 1948 und 1953 von Kriegsgefangenen, Sträflingen oder sonstigen Feinfiguren Jugoslawiens errichtet. Sie hat über 20 Zimmer, unter denen sich zum Beispiel ein Kino und ein Tanzsaal befinden. Tito soll es geliebt haben, in der Umgebung zu jagen. Angeblich sei er aber nur 5-mal hier gewesen. Bei einem dieser seltenen Besuche hat man angeblich einen Bären für ihn beschafft, den er dann erschießen durfte. Während des Bürgerkrieges haben sich serbische Rebellen in der Villa verschanzt. Doch irgendwann wurde der Ort vergessen und dem Verfall überlassen. Also die perfekte Location für uns Urbexer. Durch meine ausgiebigen Internetrecherchen, besser gesagt, da ich fast alle ihrer Videos geschaut hatte, wusste ich, dass Till und Marco große Fans von Rap sind und schon an vielen krassen Orten eben diese zubereitet haben.
Wie seid ihr beiden eigentlich diesem ganzen Lost Place-Zeug gekommen? Ich weiß nicht, es war abends und wir wollten einfach unsere Heimatstadt ein bisschen erkunden. Wieso eigentlich? Wieso waren wir dann... Stopp! Wir könnten jetzt natürlich, wie jede Standard-Doku, in einer Schuss-Gegenschuss-Situation das Ganze zeigen. Oder wir machen was Cooleres. Wie wäre es, wenn wir mir nebenbei zusehen, wie ich die alte Schule besichtige, in der Tito seine politische Elite ausgebildet hat? Und bitte. Wir waren auf jeden Fall diese alte Industriebrache da. Und du suchst natürlich nach irgendwelchen Aktivitäten. Und dann war ein offenes Fenster. Du hast halt gedacht, das ist jetzt um 12 nachts, da ist ein offenes Fenster. Das war aufregend. Das Gebäude ist offensichtlich verlassen, also warum sollten wir da jetzt nicht reingehen? Ja, genau, das haben wir gemacht und zwar wie eine komplett andere Welt. Also du hast das erste Mal so richtig wieder erkunden können, so das, was man als Kind halt macht. Ne? Hinter jeder Ecke ist irgendwas Neues. Und ich kann mich auch genau erinnern, dass wir damals schon gefilmt haben. Habt ihr denn keine Angst, wenn ihr auf diesen ganzen dunklen, verlassenen Orten seid? Also nach all den Jahren, nachdem wir so viele Lost Places erkundet haben, haben wir mittlerweile auch realisiert, dass diese ganzen Gefahren natürlich einfach nur imaginär sind. Also es gibt natürlich immer die Gefahr, dass das Gebäude zusammenstürzen könnte. Das ist eine sehr reelle Gefahr oder dass man vom Wachmann gefasst wird. Aber alles andere, was jetzt Geister oder so etwas in der Art angeht. Ich weiß nicht, man könnte natürlich annehmen, dass so Seelen gefangen sind oder irgendwas. Ja, dafür musst du offen sein, dafür musst du mit der Intention da reingehen, das zu spüren. Dann werden deine Geräte auch ausschlagen und alles, was du da mitnimmst, um das zu tracken. Man spürt die Atmosphäre, aber es ist nicht Angst. Du gehst ja nicht mit irgendeiner Absicht da rein, selbst wenn dort Seelen wären, die zu stören oder sonst irgendwas. Oder dich über die lustig zu machen oder keine Ahnung. Du bist ja nicht ihr Feind, falls die existieren. Sondern du versuchst denen zu helfen und die Geschichte anzuschauen. Wenn man jetzt Ich weiß nicht, du bist interessiert daran, was passiert ist und das kann ja niemandem schaden. trifft ihr jetzt öfter so gestagte Bereiche in Lost Places, wo sich Fotografen das bereit gemacht haben? Auf jeden Fall. Es gibt halt verschiedene Ansätze, wenn du in den Lost Place gehst. Also wir dokumentieren das ja eher mit unseren Kameras. Wir zeigen es so, wie es ist, erzählen ein bisschen die Geschichte. Aber als Fotograf ist dein Ansatz vielleicht, du willst richtig geile Fotos machen, so einzigartige Fotos. Und dann gibt es aber auch wirklich mystische Orte und riesige Bunkeranlagen. Und es gibt Orte, also verlassene Kirchen in einem Bergpanorama und so. Das ist alles wie aus einer Fantasy-Welt. Und diese Orte existieren. Und die existieren zuhauf. Wir werden wahrscheinlich nie an den Punkt kommen, wo wir sagen, es gibt nichts mehr zu erkunden. Und der Reiz dabei, kann man eigentlich sagen, ist, dass du sowas halt nicht in deinem Alltagsleben hast. Also dieses Erkunden in einem geregelten Leben, was wir führen, wo viele Leute 40 Stunden die Woche arbeiten oder eine Ausbildung machen oder irgendwas, das kann Spaß machen, klar. Also sollte es in den meisten Fällen. Ne? Aber dieses nicht zu wissen, was hinter der nächsten Ecke ist, hast du nicht. Weil du gehst einkaufen und zwar immer in denselben Laden. Und dann gehst du immer denselben Arbeitsweg. Und wenn du Freunde im Park triffst, ist es auch immer der gleiche. Klar kannst du mal so Wochenendausflüge machen, aber du gibst dich nie in irgendwelche Bereiche, die überhaupt nicht von unserer Gesellschaft kontrolliert sind. So, weißt du? In dem Moment, wo du aber ein verlassenes Gebäude betrittst, ist das halt wie, ich will nicht sagen No Man's Land, aber du hast halt einfach wie so eine kleine Schattenwelt. Ist es für euch auch einfach das Abenteuer suchen, dieser Moment? Auf jeden Fall, ja. Einfach das Bereiche finden, Ja. wo man selbst noch Erforscher sein kann. Ja, ich denke, dass so dieses Entdecken oder dieser Entdeckerdrang halt in uns allen drin ist. Und es fällt uns sehr, sehr schwer, den zu stillen. Es gibt andere Hobbys, es gibt zum Beispiel Geocaching, was auch sehr nah verwandt ist mit dem Urbexen. Achso, Urbexen, Urban Exploration, also quasi das Fachjargon für das, was wir machen, wovon es auch wieder 1000 Unterarten gibt, aber egal. Ja, das ist so das Nächste, was du kriegen kannst. Und das Coole ist auch, dass Orte wie diese Leute anziehen, die genau das machen wollen oder die sich in irgendeiner Form ausleben wollen. Wir haben sehr talentierte Sprüher gefunden, getroffen, die nirgendwo anders ihre Kunst machen können. Was wir natürlich am liebsten sehen, ist, wenn sich die Natur die Orte zurückholt. Ich würde auch sagen, das Beste, auch von Motiven her, ist komplett natürlicher Verfall. Gibt es irgendwas, was ihr von dieser ganzen Lost Place-Sache gelernt habt? Als wir angefangen haben mit Urbex, wir haben das ja alles so für uns gemacht. So einfach, weil es geil ist, ja, und Bock gemacht hat und weil es spaßig ist, sich mit der Kamera auszutoben und dann
das Geschnittene auf YouTube hochzuladen und dann die Reaktion zu sehen. Aber mittlerweile sind wir auch an dem Punkt, wo wir versuchen, ein bisschen die Leute zum Nachdenken anzuregen. Wir haben ja jetzt schon in den letzten Jahren viele Lost Places gesehen und gesehen, wie auch invasiv der Mensch vorgehen kann, wie er den Ort auch zerstören kann, auch nachhaltig zerstören kann. Also wir waren auch an Orten, wo das Grundwasser verseucht wurde, dadurch, dass der Mensch da ewig lang seine Fabrik gebaut hat und wo auch die Grundsubstanz des Gebäudes so ist, dass da auch erstmal in nächster Zeit sich niemand wieder ansiedeln kann. Ja, ich würde sagen, dadurch, dass wir jetzt so über so viele Jahre mit dem Thema Vergänglichkeit konfrontiert wurden, haben wir so ein bisschen darüber nachgedacht, was denn eigentlich von uns bleibt. Und ich würde nicht sagen, wir haben uns mit dem Sinn des Lebens beschäftigt, aber wir haben uns auf jeden Fall damit beschäftigt, dass du die größte Freiheit für dich selbst erlangen kannst, wenn du nicht so viel darauf gibst, was von dir bleibt, weil du siehst, dass nichts bleibt. Also wir haben Strukturen erkundet, die waren Jahrhunderte alt und davon ist nichts übrig geblieben. Wir haben Strukturen erkundet, die waren 50 Jahre alt, von denen ist auch nichts übrig geblieben. Sobald der Verfall einsetzt und dein Haus oder dein Luxusauto oder was auch immer vom natürlichen Kreislauf, sage ich mal, erfasst wird, ist es weg. Das ist einfach eine Tatsache und da kann sich keiner von uns irgendwie gegen sträuben. Und das ist am Anfang ein bisschen deprimierend, aber du kannst halt extrem viel positive Einstellung rausziehen, wenn du sagst, das ist quasi, es ist so und ich akzeptiere das und damit verschaffst du dir selbst eine enorme Freiheit. Auf dem Rückweg finden wir direkt am Straßenrand alte Hotelruinen. Die Gebäude sind leicht zugänglich und wir beschließen, noch ein letztes Mal vor dem langen Heimweg einen Lost Place zu erkunden. Das erste Hotel überrascht mich direkt. Es wirkt eher wie ein altes griechisches Herrenhaus als wie ein Hotel. Doch all der Glanz liegt jetzt in der Vergangenheit. Mir kommen Tills Worte wieder in den Sinn. Alles ist vergänglich. Während ich mich durch den kleinen Dschungel kämpfe, der inzwischen in einem der einst prunkvollen Hotels gewachsen ist, verstehe ich immer mehr, was er mit Freiheit meint, die man findet, wenn man einfach mal loslässt. Ganz meinem inneren Entdeckerdrang folgend, mache ich mich also auf zum nächsten Hotel. Auf dem Weg dahin kann ich mir eine kleine Spielerei aber nicht verkneifen. Die Hotels am Strand von Kupari wurden von namhaften Architekten wie dem Bosnier David Finci für die jugoslawische Volksarmee gebaut. Rund 1600 Betten waren für sie und ihre Familie vorbehalten. Während des Krieges wurden die Hotels ironischerweise von genau der Armee zerstört, die einst ihre Sommer dort verbrachte. Der Krieg hat seine Spuren hinterlassen. An den hellen Betonwänden klaffen Einschusslöcher. Die Scheiben fehlen. In den langen Gängen wuchert Unkraut. Es sind nur noch Ruinen zu sehen, die langsam überwuchern. Im letzten Hotel angekommen, werden wir von einem sehr skurrilen Anblick empfangen. Durch die Ruinen kann man Touristen sehen, die den Badestrand der alten Hotelanlagen noch nutzen. Bei dieser Aussicht kommen mir unglaublich viele Gedanken in den Sinn. Man könnte sich freuen, dass die Leichtigkeit an den Strand zurückgekehrt ist. Dass wenigstens er nicht verlassen zurückliegt. So wie die einst viel besuchten Hotels, die jetzt keinen Feriengästen mehr Freude bereiten. Man könnte aber auch einen gesellschaftskritischen Aspekt wählen und sich fragen, wie lange braucht ein Ort, um sich von den Schäden zu erholen, die wir hinterlassen haben. Wir leben in einer sehr kurzlebigen Wegwerfgesellschaft. Und alles, was nicht mehr up-to-date ist, wird einfach fallen gelassen. Es bleibt als Müll zurück und wir ziehen weiter. Die Touristen sind zwar zurückgekommen, doch werden die Hotels jemals wieder zu ihrer alten Schönheit zurückfinden?
Am Ende dieser aufregenden Reise denke ich nochmal zurück an alle diese verlassenen Orte. Orte, die die Gesellschaft am liebsten vergessen will. Zeugen von Krieg und Zerstörung. Abdrücke, die wir Menschen in der Natur hinterlassen haben. Doch schlussendlich holt sie sich alles zurück. Wir sind nur ein kleiner Teil der unglaublichen Geschichte dieses Planeten. Mögen uns unsere Werke auch noch so groß vorkommen. Eines Tages wird nichts mehr von uns zu sehen sein. For fuck's sake. Was machst du? Du filmst? Ja, das jetzt macht er. Behind Patience.